Grüezi und herzlich willkommen. Mittlerweile sind wir in Bristol angelangt. Das heißt in unserer Unterkunft in Filton, rund 6 Kilometer nordöstlich von Bristol. Aktuell sind wir unterwegs zur Clifton Suspension Bridge in Bristol. Die Fahrt dorthin gibt uns die willkommene Gelegenheit, auf einige Ereignisse der letzten Tage zurückzublicken. In dem Church gibt es auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches. Es ist ruhig, es wird gebaut und Blumen wachsen wie anderswo auch. Selbst die Fische im Teich verhalten sich so, wie es üblicherweise von Fischen erwartet werden kann. Auch dieser Vogel lässt sich durch nichts stören, auch nicht durch die Vogelabwehr im Hintergrund. Die Schafe beschäftigen sich mit dem, was sie am liebsten tun, nämlich mit Essen und Schlafen. Wirklich ein Ort wie viele andere. Und doch ist da etwas ganz Außergewöhnliches. Okay, das meine ich nicht. Ich meine dies. Ein gewaltiges Bauwerk entlang eines rund 6 Kilometer langen Küstenstreifens. Es dient dazu, den Church und das umliegende Romney Marsh vor Hochwasser zu schützen. Die 3-jährige Bauzeit des Dammes wurde im Juli 2011 abgeschlossen. Natürlich hatte Dean Church bereits seit der Römerzeit einen Damm. Allerdings bestand dieser nur aus einer Kiesbarriere, der natürlich später immer wieder mal verbessert wurde. Riesig das Ding, aber auch mit einem tollen Nebeneffekt. Man kann so bequem und sicher der Küste entlang laufen. Die gut sichtbaren Pfähle aus Beton sind sogenannte Buhnen. Sie bewirken, dass uferparallele Strömungen in ihrer Strömungsgeschwindigkeit so weit vermindert werden, dass keine Sanderosion stattfindet und stattdessen die mitgeführten Sedimente akkumuliert werden. Ja, wirklich sehr beeindruckend und gibt den Bewohnern natürlich eine gute Sicherheit vor Überschwemmungen. Zur Abwechslung werfen wir mal einen Blick auf die Straße, was man beim Autofahren auch tun soll. Gerade befahren wir einen dieser recht engen Doppelkreisel, was manchmal richtig Spaß machen kann. Natürlich linksrum.
In Hastings, unserem nächsten Halt, sind wir bereits in der Grafschaft Sussex. Das Hastings Castle oberhalb der Stadt ist eine normannische Festungsruine aus dem 11. Jahrhundert, die heute noch, sagen wir mal, einigermaßen stolz über der Stadt thront. Ein Pier ist natürlich auch vorhanden. Ja, und zu einer coolen Strandpromenade gehört natürlich eine Minigolfanlage. Optisch und akustisch ein Hingucker. Diese Möwe lässt sich durch die harschen Geräusche absolut nicht stören. Ihrer Meinung nach hat sie ohnehin viel Wichtigeres zu tun. Die East Hill Cliff Railway aus dem frühen 20. Jahrhundert, übrigens die steilste Standseilbahn des Vereinigten Königreichs, führt von der Altstadt auf das Plateau oberhalb der Klippen und überwindet dabei einen Höhenunterschied von knapp 50 Metern. Dieser Hinweis verfängt nicht, ebenso ist Eis nicht wirklich auf unserer Wunschliste, dafür aber Kaffee und Kuchen. Zwischendurch mal wieder ein Eindruck von der Fahrt in Bristols Innenstadt. Hübsch die Häuser links und rechts und, erfreulich, der Verkehr läuft ganz flüssig. Hier in Brighton sticht uns als erstes ein sonderbares Gerüst ins Auge, der Brighton Westpier. Er wurde 1866 gebaut, nach 2 Bränden und mehreren Sturmschäden ist heute nur noch ein Stahlskelett übrig und natürlich nicht mehr benutzbar. Ganz im Gegensatz dazu diese schillernden Hotels, zumindest den Namen nach, direkt an der Küste. Das Grand Brighton und das Hilton Brighton Metropole. Das nennt sich British Airways i360, ist kein Flugzeug, dafür aber ein toller Aussichtsturm. Die futuristische gläserne Plattform mit Cocktailbar bietet auf 138 Metern Höhe tolle Panoramablicke übers Meer und die Stadt. Der Brighton Palace Pier, hier im Bild, ist ein Vergnügungspark mit Achterbahnen, Shops, Restaurants und einer herrlichen Aussicht. Dieses Bauwerk wurde bereits 1899 eröffnet. Dieses Kriegsdenkmal, enthüllt 1904, ist den Männern des Royal Sussex Regiment gewidmet, die im Burenkrieg gekämpft haben. Okay, das Wetter spielt nicht mit, außerdem ist es an der Zeit, etwas zu essen. Zurück auf der Straße. Erstaunlicherweise kommen wir gut voran. Vielleicht liegt's am äußerst freundlichen Wetter hier, wer weiß.
In Portsmouth in der Grafschaft Hampshire sehen wir uns gleich mal in Gunwharf Quays um, einem Teil des Hafens von Portsmouth. Ein lebhaftes und recht cooles Stadtviertel mit Einkaufszentrum, Restaurants, Bars und vielem mehr. Portsmouth ist eine wichtige Hafenstadt an der Südküste Englands. Sie liegt größtenteils auf der Insel Portsea Island an der Mündung des Solent in den Ärmelkanal. An der geschützten Westküste befindet sich der Hafen von Portsmouth. Südlich wird die Stadt durch den Solent von der Isle of Wight getrennt. Ein Spaziergang im alten Hafen macht Spaß. Hier ist auch der Fährhafen Richtung Fishburn auf der Isle of Wight. Genießen wir ein wenig das Hafenleben. Portsmouth City Wall, dieses Stück der ursprünglichen Stadtbefestigung, ist geschmackvoll erhalten und bietet eine hervorragende Aussicht. Der Clarence Pier, ausnahmsweise ein Pier, der nicht ins Meer hineinragt, ist aber hauptsächlich ein kleiner Vergnügungspark.
Der Spinnaker Tower ist das Herzstück eines 130 Millionen teuren Umgestaltungsprogramms in Gunwharf Quays, das 1995 begann. Ein Spaziergang gegen Abend am Hafen ist purer Genuss. Wunderschön, wie die Abendsonne das Geschehen in sanftes Licht taucht. Die HMS Warrior aus dem Jahr 1860 war das erste ozeantaugliche Panzerschiff mit eisernem Rumpf. Toll anzusehen. Okay, nach einem solchen Abend haben wir uns ein echtes englisches, italienisches Bier verdient. Dazu noch ein feines Essen und der Tag kann so einen krönenden Abschluss nehmen. Nun, unsere Fahrt geht weiter Richtung Clifton Suspension Bridge. Wir nähern uns langsam dem Stadtkern und somit wird alles auch etwas dichter. Die 1901 errichtete Statue von König Alfred begrüßt uns in Winchester zwar mit Schild und Schwert, aber trotzdem friedlich. Guildhall Winchester ist ein von der Gemeinde betriebener Veranstaltungsort. Der Winchester Market findet hier jede Woche am Donnerstag, Freitag und Samstag statt. Abbey Gardens ist ein kleiner öffentlicher Park mit großen Bäumen auf großzügigen Rasenflächen, in denen üppig blühende Blumenbeete eingepflanzt sind. Ein wunderschönes Plätzchen zum Verweilen im Südosten des Stadtzentrums gelegen. Wunderbar hier diese riesigen Grünflächen links und rechts und dies
obwohl wir fast in der Innenstadt von Bristol sind. Etwas außerhalb von Avebury schauen wir uns als erstes die West Kennet Avenue an. Als Teil der Avebury-Region ist sie Bestandteil des Stonehenge Avebury and Associated Sites UNESCO Weltkulturerbes. In der mystischen Landschaft Wiltshires liegt der Silbury Hill. Sein Name ist ein Rätsel, genau wie der Hügel selbst. Niemand weiß, warum er gebaut wurde, da auch nach mehreren Ausgrabungen keine Beweise für seinen Zweck gefunden wurden. Faszinierend, nicht wahr? Natürlich betrachten wir in Avebury den größten neolithischen Steinkreis Europas. Schon beeindruckend, wirft uns aber mehr Fragen als Antworten auf. Trotz den vielen Steinen oder vielleicht gerade deswegen lockt uns das neue Restaurant zu einer kleinen Stärkung. Natürlich auch Xena. Wir sind nun fast am Ziel. Am Bristol Zoo Gardens hier fahren wir vorbei und werden uns demnächst einen Parkplatz schnappen. Wir sind auch fast am Ende dieser Episode, aber nicht ohne die Vorschau auf die nächste. Denn das erwartet uns die Clifton Suspension Bridge, das Clifton Observatory, der Cabot Tower, das hektische, aber auch das ruhige und beschauliche Leben in Bristol. Wir gehen weiter nach Cliveden, wo wir riskanten Häuserbau und den herrlichen Pier bewundern.
fahren mit der Linton & Lynmouth Cliff Railway in die Höhe, genießen in dem kleinen Ort Parracombe die Landschaft und das Restaurant und natürlich noch vieles mehr. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Kommentare und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, bleibt munter!